Hallo, liebe Paddelfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit auf die Sülz. Ja, wir starten unsere Tour in Untereschbach. Da an der Straßenbrücke hat man eigentlich eine super Einstiegsmöglichkeit und gleich daneben ist der Parkplatz, also für unsere Zwecke einfach ideal. Mit dabei ist wieder meine liebe Ehefrau, die gute Lara. Ja, lasst mich noch mal kurz was zur Sülz sagen. Also die Sülz ist ein Fluss in der Nähe von Köln oder beziehungsweise eigentlich nur ein Flüsschen, ist ja nur knapp 50 Kilometer lang, fließt dann in die Agger fließt in die Sieg und die Sieg dann in den Rhein. Ja, das klingt jetzt wahnsinnig viel und wahnsinnig lang, aber bis zur Mündung in den Rhein sind es nur circa 32 Flusskilometer. Also könnte man locker hier von dem Punkt bis zur Mündung des Rheins paddeln. Ne, nicht bis zur Mündung des Rheins, sondern bis dahin, wo die Sieg in den Rhein fließt. Also das wäre an einem Tag locker zu schaffen. Ja, wir beide sind heute nicht ganz so sportlich unterwegs. Wir fahren nur bis Lohmar. Das sind aber auch schon ungefähr 15 Kilometer. Das reicht vollkommen. Ja, an dieser Stelle muss ich mich leider ein bisschen entschuldigen für die Filmqualität. Ich hatte ja bei der letzten Tour, bei der Bröl, bin ich gekentert und habe da meine Kamera verloren. Und auf die Schnelle habe ich dann eine Wolfgang-Kamera gekauft. Die war nicht so teuer, aber hatte eben super Kritiken. Und habe die hier eben bei der Tour ausprobiert und bin maßlos enttäuscht. Also es ist de facto gar keine Bildstabilisator da, der eben dieses Wackeln und dieses Unruhige ein bisschen entschärft. Und dann auch die Farben, die waren eine Katastrophe. Ich habe dann softwaremäßig ein bisschen versucht, das bisschen wieder in einigermaßen vernünftige Farben zu bekommen. Aber so ganz schaffe ich das nicht. Kauft euch keine billigen Kameras. Ich habe das Ding sofort dann wieder zurückgeschickt und mir eine vernünftige geholt. Deswegen wird dieses Video auch leider ein bisschen unruhiger, wie man es sonst gewöhnt ist. Bitte seht mir das nach. Wie man hier auch schön sehen kann, geht es also die meiste Zeit auf der Sülz richtig flott zur Sache. Also da ist für so ein kleines Flüsschen doch recht satte Strömung. Also das ist jetzt kein Wildwasser oder technisch herausforderndes Paddeln jetzt, aber man hat schon ein bisschen Geschwindigkeit und sollte eben schon ein bisschen Obacht geben. Ja, dabei ist die größte Gefahr bei so einem kleinen, schnell fließenden Flüsschen, dass Bäume, die eben umgestürzt sind, komplett den Fluss von einer Seite zur anderen versperren und man da trotz der großen Strömung eben schnell an Land kommen muss, weil es sonst gefährlich wird. Richtig gefährlich. Ja, hier zum Beispiel unterschätze ich auch die seitliche Strömung und uns drückt es da ein bisschen in dieses Bäumchen rein. Ja, das ist nicht wirklich gefährlich, aber ein Grund, einen Helm aufzusetzen, alleine wegen der Äste, die da einen ins Gesicht schlagen können. Es gibt da auch eine sehr erfreuliche Sache, nämlich einen sehr aktiven Verein, Lebenswertes Sülztal e.V., und der organisiert häufig, vor allen Dingen nach Hochwassern, Müllsammelaktionen, wo eben die komplette Sülz an den Ufern gereinigt wird. Wir werden da auch mit eingebunden, aber dazu komme ich noch an passender Stelle. Hier nähern wir uns gerade einer interessanten Stelle im Fluss
Und zwar war da bis vor wenigen Jahren noch ein Schrägwehr vorhanden, was die jetzt zurückgebaut haben, hier am Klärkraftwerk Lemberg. Das war auch von der Höhe her nicht mal so ein kleines Wehr gewesen, was sie da zurückgebaut haben. Also ich denke mal, wir Kanusportler, wir sind da sicherlich nicht böse drum. Ja, vorher retten wir hier noch einen Gummiball, um uns da auch noch ein bisschen zu beteiligen an der Säuberungsaktion. Ja, diesmal ist es sogar ein richtiger Lederfußball. Ja, aber ihr kennt das ja selber, wenn man Boot fährt. Man könnte einen Gebrauchtwarenshop für Bälle aufmachen, weil mindestens in jedem Fluss könnte man 10 Bälle rausholen, die dann nach dem Hochwasser irgendwo festhängen. Ja, wie gesagt, das Schrägwehr wurde hier komplett zurückgebaut und übrig geblieben ist eben hier so eine Kiesschlaufe und ja, ein paar kleine leichte Schwälle, die aber kein Problem darstellen. Achtung, jetzt geht's übers Meer. Ah, haben sie weggemacht. Nee, nee, dann komme ich in die Bäume rein. Ich will nicht rechts fahren, ich will dann lieber. Hier erreichen wir die erste Brücke am Ortseingang von Hoffnungstal. Die ist aber vollkommen unproblematisch zu durchfahren. Die zweite Brücke in Hoffnungstal, nämlich genau in der Ortsmitte, die ist da schon ein bisschen komplizierter, weil da hat man keine Möglichkeit, das dort sich befindende Wehr zu umtragen. Man kann das Wehr fahren und zwar ganz rechts ist da die Wehrkrone so ein bisschen unterbrochen, aber da hängt genau ein Baum im Weg. Genau wegen dieser Stelle haben wir auch ein paar Tage gewartet, bis der Pegel dann auf 74 Zentimeter gefallen war, damit diese Stelle passierbar wird. Und ich habe dann Lara angewiesen, ganz tief ins Boot reinzurutschen und bin dann durch dieses Geäst durchgefahren. Ein bisschen an die Mauer hat es mich dran gedrückt, aber war alles auch kein Problem. Ja, wenn man durch Hoffnungstal durchfährt, da merkt man auch, dass da die eine oder andere recht protzige Villa da das Ufer mehr oder weniger verschönert. Und hier hatten wir auch unsere zweite Rettungsaktion. Da mussten wir einen Stuhl von der einen Seite des Flusses auf die andere bringen. Hier fahren wir gerade am Pegelhäuschen in Hoffnungstal vorbei. Ja, um die Sülz befahren zu dürfen, sollte der Pegel nicht unter 60 Zentimeter hier in Hoffnungstal sein. Nach der Eisenbahnbrücke taucht man in eine ganz besondere Flusslandschaft ein, das sogenannte Ammerland oder Ammerländchen. Das war vor 100 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel der Kölner. Da gab es also ein richtig wunderschönes Strandbad, wie die Historie das bezeichnet. Und Rösrath war damals noch Luftkurort. Also wirklich sehr interessant. Wer sich dafür interessiert, der sollte das mal unbedingt nachlesen. Auch heute ist diese Landschaft noch sehr reizvoll und
Gerade jetzt im Frühling, wo dieses strahlende, frische Grün zu sehen ist, hat uns das auch sehr gut gefallen. Hier macht sich auch schon der Rückstau des Ammerländer Wehres bemerkbar. Das Wehr an sich könnte man überfahren bei einem ziemlich starken Pegel. Bei dem Pegel heute ist da eine Überfahrung schlecht möglich. Man kann das Wehr natürlich ganz leicht umtragen. Der Ausstieg ist ein bisschen schlechter wie der Einstieg, der ist super schön. Und klar, wenn es jetzt geregnet hat und der Pegel hoch, dass man fahren kann, da sind die Wege natürlich ein bisschen schlammig, aber wen stört das schon? Nach einer richtig üppigen Stärkungspause, um die verbrauchte Energie wieder aufzutanken, ging es dann weiter flussabwärts. Nach dem Wehr gab es dann wieder die richtig zackige Strömung, die man von der Sülz gewöhnt ist. Man paddelt dann an einem hübschen Campingplatz vorbei, bis man die Stadt Rösrath erreicht. Dieses Ding da war komplett unter Wasser. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Wenn ja, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Aber wenn ich auf Flüssen unterwegs bin, auf den kleinen, da sind ja oft solche kleinen Fußgängerbrücken. So, und in den jetzt letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass die einfach komplett gesperrt werden. Ne? Also da kommt eine Meldung irgendwie zu einem Amt, die sagen, ja, da müsste was gemacht werden, die ist baufällig. Und dann wird die einfach zack gesperrt. Da werden Zäune davor gestellt. Nein, hier darf man nicht mehr durchgehen. Also das ist diese Brücke und dann nach der Straßenbrücke kommt wieder eine Brücke und auch auf anderen Flüssen ist mir das komplett oft aufgefallen. Schon krass, dass da nichts mehr repariert wird. Da kommt schon die Straßenbrücke von Rösrath in Sicht, die wir da unterqueren. Und da beginnt auch schon der zweite Abschnitt der Sülz. Auch hier fließt die Sülz wie gewohnt rasant dahin, was aber auch kein Wunder ist, weil man hat den Fluss komplett begradigt. Also der ist da eingeklemmt. Links ist die Bundesstraße und ein Stückchen weiter nach rechts ist die A3, die Autobahn. Man hört leider eben auch die Autobahn. Das ist jetzt nicht krass störend, aber schon ein bisschen nicht ganz die Stimmung von der einsamen, unberührten Natur, die man gerne halt beim Paddeln haben möchte. Zu meiner Verwunderung sind auch genau in diesem Bereich zwischen Bundesstraße und Autobahn sind also auch, ich glaube, mindestens 3 Campingplätze. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, da im Zelt zu liegen und die Geräusche der Autobahn zu hören die ganze Nacht. Aber gut, die Auenlandschaft ist natürlich trotzdem wunderbar schön und so aller, ja, circa 50 Meter kommt dann wieder so ein kleiner Schwall, den man dadurch fahren kann. Also vom Paddeln her macht das wirklich richtig viel Spaß. Übrigens hat sich Lara nach der Tour hier einen neuen Helm gekauft, weil sie das total genervt hat. Der ausgeborgte Helm von meiner Tochter, der ist auf ihren kleinen Kopf halt viel zu groß.
Hier kommt auf der Höhe vom Krevelshof ein circa 1 Kilometer langer renaturierter Abschnitt auf der Sülz. Ja, ich glaube 2005 hat man das angelegt und da hat man eben die Ufer abgeflacht und Kurven angelegt, dass der Fluss sich wieder dahin schlängelt, Treibholz da aufgefüllt und richtig schön alles zurück zur Natur wieder renaturiert. Und vor allen Dingen sind da jetzt sehr viele Vögel, die da wieder sich verbreitet haben. Also das ist richtig schön, dann da durch zu paddeln. Ja, auch wenn man da mit dem Boot mal kurz aufsitzt oder man muss um die Baumstämme drumherum eiern, aber trotzdem ist dieses kurze renaturierte Stück eine willkommene Abwechslung auf der sonst eher eingezwängten Sülz. Wenn man dann unter der Autobahnbrücke der A3 durchfährt, sind es eigentlich nur noch wenige 100 Meter bis zur Mündung der Sülz in die Agger. Die Agger, die da von links kommt, ist übrigens auch ein sehr beliebter und auch wirklich schöner Paddelfluss. Ich bin die Agger auch schon oft gefahren und werde auch noch ein paar Videos auch hier auf meinen Kanal hochladen. Wenn man dann die ganze Zeit auf der kleinen Sülz gepaddelt ist und man fährt dann plötzlich die Agger, dann kommt einem die Agger wie ein richtig großer Fluss vor, was natürlich totaler Quatsch ist, weil die Agger ist auch nur ein Kleinfluss, die eigentlich so gut wie fast den kompletten Sommer zu wenig Wasser zum Paddeln führt. Ja, es ist einfach so, dass wenn man die Sülz paddeln will, dann braucht man ja sehr hohe Pegelstände nach Regenfällen. Und da ist natürlich in der Agger auch irre viel Wasser drin, deswegen täuscht das hier so.
Unsere heutige Tour beenden wir in Lohmar an der Brückenstraße. Dort direkt an der Brücke ist auch die offizielle Ein- und Ausstiegsstelle für Paddler. Direkt daneben befindet sich auch die Ausflugsgaststätte zur Alten Fähre. Da gibt es Parkplätze und für alle die, die ausgehungert vom Fluss kommen, die können sich da auch stärken und den Durst stillen. Mit diesen Bildern will ich auch mein Video heute beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Vielleicht konntet ihr auch einige Anregungen und Tipps ganz gut gebrauchen beim Planen eurer Tour. Ich werde die nächsten Monate sicherlich noch viele Paddelvideos hochladen, die alle schon gedreht sind, aber noch nicht auf meinem Kanal erschienen sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid und vielleicht lasst ihr ja auch ein Abo da. Das war's, bis bald, ciao.